Finally, in this third dialogue, listen out for several forms of the familiar you. You'll also hear 3 new words. Rangehen. To answer the phone, Wer? who, and Mutter. mother. Dialog 3. Oh, Werner. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. So, Erika! Oh nein. Nein, Erika, geh nicht ran. Doch, ich muss rangehen. Hallo? Ah ja, einen Moment. Das ist für dich. Für mich? Ja, für dich. Wer denn? Deine Mutter. Meine Mutter? Oh nein. Guten Abend, Mutter. Wo bist du? Gut, ja, ich komme. Ja, ich dich auch. Bis gleich. 3 examples there of the familiar or informal you in practice. First between a husband and wife, then between a mother and her young son, and lastly between a man, his girlfriend, and his mother. And now back to the story. Ja, zurück zu unserer Geschichte. Listen again to the first part of the scene on the Champ-style stand as Stefan receives a call on his mobile from his friend and colleague Sonia. Unfortunately, it's a bit difficult to hear what Sonia's saying because of the noise from a neighbouring stand. But what exactly is making the noise? Hören Sie zu. Hallo? Wie bitte? Ah, Sonja, bist du das? Sonja? Kannst du mich verstehen? Nein, nein. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Es ist sehr laut nebenan. So, what's making all the noise? Well, it's an instrument particularly associated with Germany. Eine Posaune. A trombone. And, of course, the person who plays a trombone is Ein Posaunist. a trombonist. Now listen to some other new words and phrases and repeat each one after you hear it the second time in German. Ruhig. Quiet, Ruhig. Ruhiger. quieter, Ruhiger. Suchen. to look for, Suchen. Ein Ort. a place. Ein Ort. Before you hear part of that first scene again, together with the next part, a reminder of that new vocabulary. Ruhiger. Eine Posaune. Ein Ort. Ein Posaunist. Suchen. Und jetzt hören Sie bitte zu. Hallo? Wie bitte? Ah, Sonja, bist du das? Sonja? Kannst du mich verstehen? Nein, nein. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Es ist sehr laut nebenan. Am Stand neben uns ist ein Posaunist. Ja, natürlich. Der Stand ist deutsch. Was? Was sagst du? Einen Moment. Ich suche mal einen ruhigeren Ort. Because of some trombone playing at the adjoining stand, Stefan is finding it difficult to hear what Sonia is saying, so he tells her, Ich suche mal einen ruhigeren Ort. I'm going to look for somewhere, literally a place, that is quieter. Ich suche mal einen ruhigeren Ort. Just before Stefan finds, Einen ruhigeren Ort? here are some more new words and phrases. Wie immer hören Sie die neuen Vokabeln erst auf Deutsch, dann auf Englisch, dann nochmals auf Deutsch und danach wiederholen Sie sie bitte.
Ein Instrument. An instrument. Ein Instrument. Ist das besser? Is that better? Ist das besser? Gern. With pleasure or gladly. Gern. Du rufst mich zurück. You call me back. Du rufst mich zurück. Sonia remarks that the trombone is a very German instrument. She then suggests something which strikes Stefan as being... Eine gute Idee. Listen. Ja, hören wir mal, was Stefan sagt. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Es ist sehr laut nebenan. Am Stand neben uns ist ein Posaunist. Ja, der Stand ist deutsch. Was sagst du? Einen Moment. Ich suche mal einen ruhigeren Ort. Wie bitte? Einen Moment, Sonja. Ich suche einen ruhigeren Ort. Okay. Ist das besser? Gut. Du magst keine Posaunen? Das ist ein sehr deutsches Instrument. Oh ja, das stimmt. Wie bitte? Heute Abend? Ja, gern. Das ist eine gute Idee. Einverstanden. Ich werde Jane fragen. Okay, du rufst mich zurück. In 5 Minuten? Bis gleich. So, Sonia has suggested something which Stefan will now ask Jane about. He says, Ich werde Jane fragen. and he tells Sonia to call him back in 5 minutes. Okay, du rufst mich zurück. In 5 Minuten. In this next dialogue, you'll hear what Stefan is going to ask Jane, and you'll also hear another example of the familiar you. But before then, Die neuen Wörter und Ausdrücke. Wie immer hören Sie erst die neuen Vokabeln auf Deutsch, dann auf Englisch und danach nochmals auf Deutsch. Und dann wiederholen Sie bitte. Zu Abend essen. to dine or have dinner. Zu Abend essen. Um wie viel Uhr? What time? Um wie viel Uhr? Wunderbar, Wonderful. wunderbar. Wenn die Messe zumacht. When the fair closes or shuts. Wenn die Messe zumacht. Und hier noch einmal die neuen Vokabeln. Um wie viel Uhr? Wunderbar. Wenn die Messe zumacht. Zu Abendessen. And now back to Jane and Stefan. What does he ask her? Was fragt er sie? Hören Sie zu. Mittwochabend, 18:50 Uhr. Jane, wollen Sie heute mit Sonja und mir zu Abend essen? Do I want to have dinner with you and Sonia this evening? Ja. Fine. At what time? Um wie viel Uhr? Ich weiß nicht. Vielleicht um 9:30? Oh nein. Wenn die Messe zumacht. Um 10. 10 o'clock? Yes. Ja, das ist gut. Ist das nicht zu spät für Sie zum Essen? Too late for me? No. Nein. Es ist, wonderful. Wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Bravo. Ah, das ist vielleicht Sonja. Hallo? So, what does Stefan ask Jane? He asks, Wollen Sie heute mit Sonja und mir zu Abend essen, do you want to have dinner with Sonia and me this evening, wenn die Messe zumacht? after the fair closes? Jane says yes, and they agree on a time, 10 o'clock. Stefan then asks her, Das ist nicht zu spät für Sie zum Essen? it's not too late for you to eat? No, it's not too late for Jane. In fact, it's wonderful. Es ist wunderbar.
Before the next part of the scene, Die neuen Wörter und Ausdrücke. Wie immer hören Sie sich erst die neuen deutschen Vokabeln an und wiederholen Sie sie nach dem zweiten Mal. Einladen, to invite, einladen. Bestellen, to reserve, bestellen. Ein Tisch, a table. ein Tisch. And now 3 examples of the future tense. Ich werde fragen. I will ask or I'll ask. Ich werde fragen. Ich werde anrufen. I will call or I'll call. Ich werde anrufen. Ich werde bestellen. I will reserve or I'll reserve. Ich werde bestellen. Und hier noch einmal die neuen Vokabeln. Ich werde bestellen. Ich werde anrufen. Ich werde fragen. Einen Tisch bestellen. Einladen. Now back to the Champ-style stand as Sonia rings Stefan back to find out if he and Jane will join her for dinner. She also asks about a 4th person. Hören Sie zu. Vielleicht ist das Sonja. Hallo? Ah, du bist es, Sonja. Ja, es ist alles klar für heute Abend. Um 10 Uhr? Okay. Aber wo? Der Augustinerhof? In der Goethestraße. Das ist in der Nähe vom Oktoberfest, nicht wahr? Ich glaube, ich kenne es. Sehr deutsch. Oder eher sehr bayerisch. Sollen wir noch jemanden einladen? Zum Beispiel Christian? Nein. Christian Simons. Meinen Kollegen. Willst du einen Tisch bestellen? Gut. Dann werde ich Christian fragen und danach werde ich das Restaurant anrufen und für 10 Uhr einen Tisch bestellen. Okay. Servus. So, everything's okay for this evening. Stefan and Jane are going to have dinner with Sonia at a restaurant. In der Goethestraße in der Nähe vom Oktoberfest. Oh, I see. The restaurant is in Goethestraße, and that's very near to the famous Oktoberfest, which incidentally always starts at the end of September and only goes on until the beginning of October. So really it should be called Septemberfest, shouldn't it? Ach, das ist eine lange Geschichte. Oh, yes, I'm sure it's a long story. And as a matter of fact, it's not important whether the biggest beer festival in the world takes place in September or October, as long as it takes place. But to be quite honest, I'm not sure whether Jane is the type of person who enjoys a gigantic beer festival with thousands of visitors in huge tents called Bierzelte? drinking beer by the gallon. Nein, nur aus riesigen Krügen. Maßkrügen. Gigantic beer mugs or tankards, each holding about a liter of beer. Aber vielleicht mag Jane den Rummelplatz auf dem Oktoberfest. Yes, that's right. Jane might like the huge fairground around the Bierzelte auf der Theresienwiese. What? Theresienwiese. Das ist der Platz, wo das Oktoberfest stattfindet. Oh, I see. Theresienwiese is the location where the Oktoberfest takes place every year. And Goethestraße must be close by. Ja, genau. Die Goethestraße ist in der Nähe der Theresienwiese. Und das Restaurant Augustinerhof ist in der Goethestraße. Incidentally, lots of German, Swiss or Austrian restaurants are called Gasthof. rather than restaurant.
So the name Augustinerhof is probably a short version of Gasthof zum Augustiner. Augustiner being a big Munich brewery. So, Stefan, Jane and Sonia are heading for an inn where they serve some typical German or rather Bavarian dishes, as Stefan said, Sehr deutsch oder eher sehr bayerisch. But what about at the end of the phone conversation? Listen to part of that dialogue again and be ready to answer some questions. First, when Stefan asks if they should invite another person, to make 4, who does he suggest? Secondly, he asks Sonia if she wants to do something. What is it? And finally, what does Stefan say he'll do? Hören Sie zu. Sollen wir noch jemanden einladen? Zum Beispiel Christian? Nein, Christian Simons, meinen Kollegen. Willst du einen Tisch bestellen? Gut, dann werde ich Christian fragen und danach werde ich das Restaurant anrufen und für 10 Uhr einen Tisch bestellen. Okay, Servus. So, who does Stefan suggest for a 4th person? He suggests Christian. He also asks Sonia if she'd like to book a table. Sonia obviously says no, because Stefan then says, Dann werde ich Christian fragen und danach werde ich das Restaurant anrufen und für 10 Uhr einen Tisch bestellen. I'll ask Christian, and then I'll call the restaurant and book a table for 10 o'clock. In a moment, you can hear Stefan's call to Christian. But first, Ein paar neue Ausdrücke und Wörter. Wie immer wiederholen Sie die deutschen Vokabeln bitte nach dem 2. Mal. Der Krach. the noise. Der Krach. Mit wem? With whom? Mit wem? Leider. Unfortunately. Leider. Beschäftigt. Busy or occupied. Beschäftigt. Schade. What a pity. Schade. Tschüss. Bye. Tschüss. Und hier nochmals die neuen Vokabeln. Der Krach. Beschäftigt. Leider. Schade. Tschüss. Mit wem? And now we're going over to the American stand where Christian is working. Mittwochabend 18:55 Uhr am amerikanischen Stand, wo Christian arbeitet. Hallo? Ja? Ah, Stefan, wie geht's? Ja, passt schon. Aber was ist der Krach? Eine Posaune? An deinem Stand? Aber du bist doch an einem englischen Stand. Und eine Posaune ist kein sehr englisches Instrument. Ach so, am Stand nebenan. Oh, es ist zu laut. Und ich finde, der Posaunist ist nicht sehr gut. Wie bitte? Abendessen mit wem? Mit dir und Jane. Ich weiß schon, das ist die Engländerin. Und Sonja? Sehr interessant. Wann? Heute Abend? Nein, das geht nicht. Leider bin ich heute Abend beschäftigt. Ja, schade. Tut mir leid. Vielleicht ein andermal. Ja, danke, Stefan. Tschüss. So, did you get the idea? When Stefan calls, Christian is puzzled by the noise, or rather by the sound of a trombone on an English stand, because, as everybody knows, Eine Posaune ist kein sehr englisches Instrument. of course, all becomes clear when Stefan explains where the trombone player really is. Then he asks Christian if he's free for dinner this evening.
Unfortunately, he's not free. He's busy. Leider bin ich heute Abend beschäftigt. Before the next set of vocabulary, Hören Sie sich diese Frage und Antwort an. Wiederholen Sie danach bitte die Antwort. Wollen Sie heute mit uns zu Abend essen? Oh ja, gern. Und jetzt noch einmal die Frage. Wiederholen Sie bitte die neue Antwort. Wollen Sie heute mit uns zu Abend essen? Nein, danke. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Und jetzt sind Sie dran. Hören Sie sich die Einladungen an und in der Pause now listen to these invitations and in the pause, nehmen Sie die Einladungen an accept the invitations oder lehnen Sie die Einladungen ab. or refuse the invitations. And by the way, if you decide to refuse the invitation, you can always add, Vielleicht ein andermal. another time perhaps. Ja, ein andermal. Aber jetzt fangen wir an. Wollen Sie mit mir einen Kaffee trinken? Wollen Sie mit mir zu Abend essen? Wollen Sie am Samstag mit mir ins Kino gehen? Wollen Sie diese Fragen wiederholen? We'll return now to the Champ-style stand as Stefan tells Jane the outcome of his call to Christian. Because Christian can't come, Jane suggests making a foursome by inviting the trombone player. Then Stefan decides to call the restaurant and make a reservation. But before he can do that, he needs to do something else. Bitte hören Sie zu. Mittwochabend, 18:59 Uhr, wieder am Stand von Champ-style. Nein, Christian kann heute Abend nicht mit uns essen gehen. Er ist beschäftigt. He is, beschäftigt. Busy? Ja, genau. What a shame. Ja, schade. Vielleicht ein andern Mal. We could always ask the trombone player. Den Posaunisten. Oh nein, danke. Gut, jetzt muss ich einen Tisch für uns bestellen. Aber dafür brauche ich erst einmal eine Telefonnummer. I must make a reservation, but first I need the number. So, Stefan is going to call the restaurant and make a reservation. But first he needs the phone number. And to get the phone number, he rings, well, remember this? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte rufen Sie die Auskunft an. That's what you hear if you call a number that's unobtainable or no longer in service. The message advises you to ring directory inquiries. Die Auskunft. And the number to ring for that service is, of course, 11 8 33. you'll hear Stefan do that in a moment. And then after he's been given the number, he'll ring the restaurant to book a table. When he does that, you'll hear different forms of two verbs. One of them is from the verb to come. Kommen. You've heard this verb several times before. Ich komme, er kommt, wir kommen. Now you're going to hear the verb in the future tense. For example, Ich werde kommen. I will come or I'll come. Wir werden kommen. We will come or we'll come, and so on. Ich werde kommen. Du wirst kommen. Er wird kommen. Sie wird kommen. Es wird kommen. Wir werden kommen. Ihr werdet kommen. Sie werden kommen.
And now here's the scene. Guten Abend. Können Sie mir die Nummer von einem Restaurant in München geben? Es heißt Augustinerhof und ist, glaube ich, in der Goethestraße. Oh, Jane, haben Sie einen Stift? Pen? Ja, bitte. Here you go. Danke. Danke. 5, 9, 8, 1, 3, 2, 4. Also 59, 81, 32, 4. Guten Abend. Ist das der Augustinerhof? Ich möchte gern einen Tisch für 3 Personen bestellen. Ja, für heute Abend. Wir werden um 10 Uhr kommen. Bauer. Ja, danke. Bis später. Note that when Stefan said he wanted to book a table, he said, Ich möchte gern einen Tisch bestellen. I would like to reserve a table. You'll hear some more examples of how to book a table at a restaurant in a moment. But first, Stefan needs to make one more phone call to confirm with Sonja. And before that, Hier die neuen Vokabeln, damit Sie das Gespräch verstehen. Wie immer wiederholen Sie die deutschen Vokabeln bitte nach dem zweiten Mal. Zu dritt, 3 of us, zu dritt. Mitbringen, to bring, mitbringen. Sie hat aufgehängt. she hung up, Sie hat aufgehängt. Ich habe gesagt. I said, Ich habe gesagt. Ich könnte. I could, Ich könnte. Beliebt. popular, Beliebt. In Russland. in Russia. In Russland. Und jetzt noch einmal die neuen Vokabeln. Sie hat aufgehängt. Mitbringen. Ich könnte. Ich habe gesagt. Zu dritt. In Russland. Beliebt. Now listen as Stefan rings Sonja to confirm the table at the restaurant Augustinerhof for 10 o'clock this evening. Mittwochabend, 19:03 Uhr. Sonja, ich bin's. Ja, im Augustinerhof um 10. Nein, Christian kann heute Abend nicht. Wir sind nur zu dritt. Ja, schade. Aber wenn du willst, kann ich den Posaunisten mitbringen. Sonja? Sonja! What's happened? Sie hat aufgehängt, als ich gesagt habe, dass ich den Posaunisten mitbringen könnte. Vielleicht ist die Posaune kein beliebtes Instrument in Russland. Stefan! Entschuldigung. She hung up the phone when I said I could bring the trombone player. Perhaps the trombone is not a popular instrument in Russia. Russia? Ja, Russland. Sorry, ich verstehe nicht. Sonja kommt aus Russland. Really? Well, she speaks very good German. Natürlich. So, Sonja is not a great fan of that very German sound, the trombone. Stefan suggests that this could be because it's not a popular instrument in the country she comes from, which is Russia. Sonja kommt aus Russland. By the way, we'll come back to countries and continents in a later unit. Anyway, Stefan has made a reservation for dinner at a restaurant called Augustinerhof. And in the next unit, you can hear that meal in progress.
Since we're on the subject of booking tables in restaurants, here are two more examples of people booking by phone. The first example is between Frau Kuhn and a restaurant called Weißes Rössel. Weißes Rössel, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern einen Tisch für 2 Personen bestellen. Für heute Abend, gnädige Frau. Oh nein, nicht für heute Abend. Ich möchte gern einen Tisch für Samstag, den 20. November bestellen. Für den 20. November. Einen Moment bitte. Für wie viele Personen? 2. Ein Tisch für 2 Personen. Ja, und für wie viel Uhr? Für 20 Uhr. Gut, gnädige Frau. Und Ihr Name bitte? Kuhn. Kuhn. Danke. Also, das ist ein Tisch für 2 Personen am Samstag, den 20. November um 20 Uhr. Vielen Dank, Frau Kuhn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, Frau Kuhn has booked a table for 2 for 8 o'clock on Saturday the 20th of November. Did you notice that the man didn't say Auf Wiedersehen at the end of the conversation? Instead he said, Auf Wiederhören. literally, hear you again. He uses that expression because he's on the phone and cannot see the person he's been talking to. In that case, it's very correct, if not slightly old-fashioned, to say, Auf Wiederhören. you'll also hear Auf Wiederhören? when you listen to the presenters on German radio stations. But very often even they say, Auf Wiedersehen. nowadays. Or they just say, Tschüss. cheers or bye. And the closer you get to Italy in Germany, and Bavaria is about the closest you can get, you'll often hear people say, Ciao. when saying goodbye, whether it's on the phone, on the radio, in the street, or in a restaurant. But it's not yet time for us to say Auf Wiederhören. First, we'd like you to listen to this second dialogue as Herr Fischer books a table for himself, his wife, and 2 others at a restaurant called Goldener Engel. Goldener Engel, hallo? Guten Tag, ich möchte gerne einen Tisch bestellen. Für heute Abend? Ja, für heute Abend. Natürlich, das geht. Für wie viele Personen? 4. Wir sind 4 Personen. Und für wie viel Uhr? Einen Moment bitte. Um wie viel Uhr wollen wir essen, Schatz? Ich weiß nicht. 7:30? 8. Sagen wir 8. Gut. Wir kommen um 8. Gut. Und Ihr Name bitte? Fischer. F-I-S-C-H-E-R. Danke, Herr Fischer. Ein Tisch für 4 Personen um 8 Uhr. Vielen Dank. Bis später. And in that example, you heard Herr Fischer booking a table for 8 o'clock this evening for himself, his wife, and 2 other people. Did you notice that Herr Fischer called his wife Schatz. which is a term of endearment meaning darling? He also used yet another expression to say goodbye, Bis später. literally until later. In other words, see you later. Bis später. Shall we recap those different expressions for goodbye? Okay. Ich fange an mit Auf Wiedersehen. Dann Auf Wiederhören. Oder auch Tschüss. Und Ciao. Und noch Bis später. You also heard an expression that's used very often in the south of Germany and in Austria, Servus. whereas in Cologne, Düsseldorf, and many other places along the River Rhine, people like to say, Tschö. Aber jetzt müssen Sie einen Tisch bestellen. yes, now it's your turn to book a table at a restaurant. Just follow the instructions and answer the questions. In this first call, imagine you're Mr. Jones and you're ringing a restaurant called Grüner Baum. to book a table for 2 people tonight at 7:45. Grüner Baum. Guten Abend. Acknowledge the greeting, then say you want to book a table for tonight. Ja, gut. Ein Tisch für heute Abend. Für
wie viele Personen? Say for 2 people. Ein Tisch für 2 Personen für heute Abend. Gut. Und für wie viel Uhr? Using the 24-hour clock, say you'll be there at 7:45. 19:45 Uhr. Okay. Und der Name bitte? Say your name is Jones. Danke, Herr Jones. Also, ein Tisch für 2 Personen für 19:45 Uhr. Say that that's right. Danke sehr. Now respond appropriately and say goodbye. Auf Wiedersehen. Bis später. Now imagine you're Frau Thompson, that's Thompson, and you're ringing a restaurant called Zum Schwarzen Ritter. to book a table for 4 people Für morgen Abend. for tomorrow night Für morgen Abend. at 9 o'clock. Um 21 Uhr. Zum Schwarzen Ritter. Guten Tag. Acknowledge the greeting, then say you want to book a table. Ja, gern. Für heute Abend? Say, no, not tonight, for tomorrow night. Gut, gnädige Frau. Ein Tisch für morgen Abend. Und für wie viel Uhr? Say, at 9 o'clock. Gut. Für 21 Uhr. Und der Tisch ist für wie viele Personen? Say, for 4 people. Für 4. Sehr gut. Und Ihr Name bitte? Say your name is Thompson. Entschuldigung, wie schreibt man das bitte? Spell your name. Thompson. Danke, Frau Thompson. Also, ein Tisch für 4 Personen um 21 Uhr morgen. Say that that's right. Danke sehr. Auf Wiederhören. Now respond appropriately and say goodbye. Now imagine you're Herr Rückeberg. Rüggeberg. and you're phoning a restaurant called König Ludwig. to book a table for 6 people for 8:30 on Thursday, the 18th of February. Donnerstag, 18. Februar. And by the way, when the man at the restaurant asks Herr Rugerberg to spell his name, he could say as usual, Wie schreibt man das bitte? but instead he asks, Können Sie das bitte buchstabieren? "Can you spell it, please?" König Ludwig, guten Tag. Acknowledge the greeting, then say you want to book a table. Ja, gern, natürlich. Für heute Abend? Say, no, not tonight, for Thursday, the 18th of February. Also, Donnerstag, den 18. Februar. Ja, gut. Und für wie viel Uhr? Say you'll be there at 8:30. 20:30 Uhr. Gut. Und für wie viele Personen? Say for 6 people. Für 6 Personen. Und Ihr Name bitte? Say your name is Rugerberg. Moment bitte. Können Sie das bitte buchstabieren? Spell your name. R-Ü-G-G-E-B-E-R-G.
Vielen Dank, Herr Rüggeberg. Ein Tisch für 6 Personen am 18. Februar um 20 Uhr. Say no, not 8 o'clock, but 8:30. Entschuldigen Sie, Herr Rüggeberg, 6 Personen am 18. Februar um 20:30 Uhr. Say that that's right. Dankeschön. Auf Wiederhören. Now respond appropriately and say goodbye. How did you get on with that activity? If you had any problems at all, either with the language or the grammar or the spelling, then go back and listen to the relevant section as often as you need. And then when you feel completely confident with what you've learnt so far, continue with the next section, which is all about Essen und Trinken in Deutschland. where to eat and drink in Germany. In Deutschland und in anderen deutschsprachigen Ländern wie Österreich und der Schweiz gibt es sehr viele Orte, wo man essen und trinken kann. Yes, in Germany, and also in German-speaking countries such as Austria and Switzerland, there are many types of places where you can eat and drink. The most common name for somewhere to eat is Restaurant. Sie kennen das Wort schon. Ein Restaurant. Das Restaurant. Die Restaurants. Here are some words for some of the other types of places where you can eat a full meal in Germany. First, a name you'll often see in the country. Ein Gasthof. An inn, Ein Gasthof. which is sometimes also called Ein Gasthaus. a Gasthaus, could also be called, Ein Wirtshaus. or simply, Ein Lokal. but whatever name you find, whether it's Ein Gasthof, ein Gasthaus, ein Wirtshaus oder ein Lokal, is not important. What is important, of course, is the food they serve. And in Germany, where people like to get value for their money, the food in restaurants may sometimes be fairly simple, but the portions are often very generous, and the quality is generally good. Another name you'll probably come across is Gaststätte. Eine Gaststätte. this is a kind of restaurant which is nothing to write home about, but which serves good, homemade food at reasonable prices. They probably won't make a big fuss about you in a... Gaststätte? and the decor and furniture may be rather simple, but you can go there at any time of the day and have a decent meal. And if you're not hungry, you can just order a glass of beer or wine, or maybe just a cup of coffee. The menu normally consists of typical German staples, such as Schnitzel. in many different varieties. For example, Schnitzel mit oder ohne Pommes? schnitzel with or without what? Pommes. Oh, I see. With or without chips. But there's also Rahmschnitzel mit Nudeln. schnitzel served with cream sauce and pasta, sometimes Mit Pilzen. with mushrooms. In this case, it's sometimes also called, Jägerschnitzel. literally, a hunter's schnitzel. But that's not the end of the schnitzel line. Nein, es gibt noch Paprikaschnitzel, Schnitzel in Pfeffersoße, Holsteiner Schnitzel, italienisches Schnitzel, Schnitzel Natur und natürlich das berühmte Wiener Schnitzel. Oh, yes, of course, the famous Wiener Schnitzel, originally from the Austrian capital, Vienna, Wien. and now known all over the world. But of course, the menu in German restaurants does not stop at schnitzel dishes. At lunchtime, they often serve Ein Tagesgericht. the dish of the day, which may be Würstchen mit Kraut, sausages and sauerkraut, Gulasch, goulash, or Rindsrouladen, beef olives, all served with Kartoffeln, potatoes in lots of different varieties such as Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, Bechamelkartoffeln, Rösti, Gröstel,
Petersilienkartoffeln, Kartoffelpüree oder Kroketten, Or they're served with pasta, Nudeln, of which there are also several varieties on offer, such as Spätzle, Bandnudeln, breite Nudeln, grüne Nudeln, Fadennudeln, Spaghetti, Macaroni und so weiter und so weiter. and so on and so on. Gaststätten, Gasthöfe, Gasthäuser und Wirtshäuser Usually serve food round the clock, and many offer breakfast. They may not always serve hot meals, but there is always a menu for cold dishes or snacks and salads. kalte Speisen, kleine Gerichte und Salate. Only the more upmarket restaurants in Germany are not open around the clock. Many of them open at lunchtime, then close at around 3 o'clock, 15 Uhr. and reopen in the evening. But don't forget, many Germans simply go to a Gasthof, Gasthaus, Wirtshaus oder Gaststätte to meet their friends, have a drink, or just relax for a while. You're not obliged to have a meal. If you want to, you can sit there for hours with a cup of coffee or a glass of mineral water and simply read a newspaper or a book. Lots of people go to a cafe to do just that, but no one will frown at you in a restaurant when you don't order a proper meal with your beer, wine, coffee or apple juice. Apfelsaft. But there are, of course, also places where you can just have a quick meal, Ein Imbiss. or more properly, Ein Schnellimbiss. sometimes also called. Ein Stehimbiss. This sort of restaurant is found in train stations, at airports, in department stores, and along the high streets. Schnellimbiss. Is a kind of snack bar. Some don't even have tables and chairs, so that you eat your meal standing up. The food served is usually very simple and cheap. The staple Schnellimbiss menu consists of Bratwurst mit Pommes. fried sausage with chips, Würstchen mit Brötchen oder Brot. frankfurters with a roll or a slice of bread, Würstchen mit Kartoffelsalat. frankfurters with potato salad, Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat. schnitzel with chips or potato salad, Ein halbes Hähnchen. half a roast chicken or Hamburger mit Pommes. hamburger with chips. But there's also something that may sound truly weird to you, but is in fact very tasty. Currywurst mit Pommes. Literally, curried fried sausage with chips. You'll get a Currywurst. everywhere in Germany, but the best Currywurst. is in Berlin, where it's a regional speciality. Eine regionale Spezialität. It's basically the same as Bratwurst. with ketchup and curry powder on top. Delicious. Lecker. But not what I'd call health food. Well, anyway, talking of foreign influences on German food, there are, of course, also lots of Schnellimbisse. run by Greeks or Turks offering Döner Kebab. in many different varieties. There are also Italian snack bars where you can buy a slice of pizza. And in big cities like Berlin, Frankfurt or Munich, you can also find Chinese or Indian takeaways nowadays. You'll probably easily recognize the takeaways, but if you're in any doubt, just look for the words Über die Straße. literally across the road, meaning that you can buy the food and take it outside. Über die Straße. Is sometimes also called, Zum Mitnehmen. and that word is the proper equivalent of our good old English word, takeaway. Zum Mitnehmen. Finally, in this section, another restaurant with a difference. Ein Biergarten. I'm sure you know what that means. Ein Biergarten. Is, of course, a beer garden. An inn with a huge garden where you can sit under big chestnut trees and eat and drink to your heart's content. Of course, in Munich, there are lots of famous, Biergärten. which is the plural word for Biergarten. For example, there's the Aumeister, nördlich von Schwabing. to the north of the fashionable district of Schwabing, or the Hirschgarten im Westen. in the west, or the Franziskaner im Zentrum. in the centre of town,
or the Augustinerkeller near the main station. You can have a great time in a beer garden, especially when the weather is nice. And nowadays, many German restaurants have a beer garden. Some have self-service buffets in the garden. In others, you order from a menu. And in Munich, a Biergarten? is the place to meet your friends on a summer evening. Everyone brings something to eat. For example, potato salad, Kartoffelsalat oder Wurstsalat a salad made from Frankfurters, oder Tomatensalat. tomato salad, or meatballs, which I gather have many different names in German. Ja, sie heißen Buletten in Berlin, Frikadellen im Rheinland und Fleischpflanzl in München. Fleischpflanzel? Fleischpflanzl. Meat plant? Ja, genau. Fleischpflanzel. Well, anyway, people are allowed to take their own food to a beer garden. Some even take their own tablecloth and napkins. They lay the table and start having a wonderful time. Well, not without having bought something to drink, of course. And that's the golden rule in a beer garden. You can take your own food, but, not surprisingly, you have to buy your drinks An der Theke, from the counter, wo man aber immer auch etwas zu essen kaufen kann. where you can always buy food as well. So you won't starve, even if you haven't cooked your Fleischpflanzels at home. In a beer garden in Munich, you can always buy huge pretzels, Große Brezeln oder Oberster. which is a funny-looking but very tasty soft cheese. Oberster ist eine echt bayerische Spezialität. A Bavarian speciality. But you can also get the usual German staples like Brathähnchen, Schweinebraten, Schnitzel, Bratwurst. roast chicken, roast pork, schnitzel, bratwurst. Biergärten are, of course, only open in the summer or on very warm days in autumn, winter and spring. Now, this also applies to other al fresco places like roadside cafes run by Italians, where they serve delicious ice cream. These places are called, Eiscafés. and in Munich, the most popular ones are on the famous Leopoldstrasse in Schwabing, where you can sit outside, eat your stracciatella ice cream, drink a cappuccino, and watch the world go by. But we'll come back to that later. So, now you know quite a lot about the places where you can eat and drink in Germany, and also in Austria and Switzerland. In the next unit, you'll hear even more about eating and drinking. You'll also hear the scene with Stefan, Sonja and Jane in the restaurant. Augustinerhof. It's time now to listen to all the dialogues from this unit again, but with a few changes. For one thing, you'll hear both sides of some of the phone conversations. But with all the German you've learnt, Bisher you'll have no difficulty understanding what's going on. Mittwoch, 29. September, abends um 18:45 Uhr. Am Stand von Champstyle auf der 13. Internationalen Sportmesse in München. Hallo? Hallo, Stefan. Kannst du mich verstehen? Wie bitte? Ah, Sonja. Bist du das? Ja, ich bin's. Wie geht es dir? Sonja, kannst du mich verstehen? Stefan, es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Am Stand neben Wie uns. bitte? Am Stand neben uns ist ein Posaunist. Was ist da los? Einen Moment. Ich suche mal einen ruhigeren Ort. Stefan? Einen Moment, Sonja. Okay? Ist das besser? Ja, das ist besser. Gut. Warum ist es so laut? Magst du keine Posaunen? Das ist ein sehr deutsches Instrument. Oh ja, das stimmt. Möchtest du heute nach der Messe mit mir zu Abend essen? Heute Abend? Ja, gern. Das ist eine gute Idee. Möchtest du deine Engländerin einladen? Jane? Ja.
Du weißt schon, dass sie nicht meine Engländerin ist. Natürlich. Aber du kannst sie trotzdem einladen. Warum nicht? Gut. Ich werde Jane fragen. Also, du fragst sie und ich rufe dich in 5 Minuten zurück. Okay, du rufst mich zurück. Bis gleich. Jane, wollen Sie heute mit Sonja und mir zu Abend essen? Do I want to have dinner with you and Sonia this evening? Ja. Fine. At what time? Um wie viel Uhr? Ich weiß nicht. Vielleicht um 9:30? Ach nein. Wenn die Messe zumacht. Um 10. 10 o'clock? Yes. Ja, das ist gut. Ist das nicht zu spät für Sie? Zum Essen? Too late for me, no. Nein. Es ist, wonderful? Wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Bravo. Ah, das ist vielleicht Sonja. Hallo? Stefan? Ah, du bist es, Sonja. Also, kommt deine Engländerin mit oder nicht? Ja, es ist alles klar für heute Abend. Um 10 Uhr. Okay. Aber wo? Kennst du den Augustinerhof? Der Augustinerhof. Das ist ein Restaurant in der Goethestraße. Klein, aber fein. Goethestraße? Das ist in der Nähe vom Oktoberfest, nicht wahr? Ja, das stimmt. Aber der Augustinerhof ist kein Bierzelt. Man kann dort bayerische Spezialitäten essen. Ah, ich glaube, ich kenne das Lokal. Kann ich noch eine 4. Person einladen? Eine 4. Person? Das ist eine gute Idee. Aber wen? Christian. Wen? Christian Simons. Ah ja, das ist gut. Okay, ich werde ihn fragen. Und du? Willst du einen Tisch bestellen? Oh nein, ich bin hier sehr beschäftigt. Kannst du das nicht machen? Okay, ich werde das Lokal anrufen und für 10 einen Tisch bestellen. Wunderbar. Oh, ich habe jetzt schon Hunger. Also dann, ciao, bis später. Ciao. Mittwochabend 18:55 Uhr. Am amerikanischen Stand klingelt das Handy von Christian. Hallo? Bist du das, Christian? Ich bin's. Ja? Ich bin's, Stefan. Stefan, wie geht's? Danke, passt schon. Aber was ist der Krach? Nebenan spielt eine Posaune. Eine Posaune? An deinem Stand? Aber du bist doch an einem englischen Stand. Ja, warum? Eine Posaune ist kein sehr englisches Instrument. Die Posaune spielt nicht an unserem Stand. Der Posaunist ist nebenan, am deutschen Stand. Ach so, am Stand nebenan. Es ist zu laut. Und ich finde, der Posaunist ist nicht sehr gut. Das kann man wohl sagen. Willst du mit uns heute Abend essen gehen? Wie bitte? Abendessen mit wem? Mit Sonja, Jane und mir. Mit dir und Jane? Ich weiß schon, das ist die Engländerin. Und Sonja? Sehr interessant. Wann? Heute Abend. Heute? Nein, das geht nicht. Leider bin ich heute Abend beschäftigt. Sicher? Ja, schade. Tut mir leid. Vielleicht ein andermal. Ein andermal. Nach der Messe vielleicht. Ja, danke, Stefan. Tschüss. Ciao. Nein, Christian kann heute Abend nicht mit uns essen gehen. Er ist beschäftigt. What a shame. Ja, schade. Vielleicht ein andermal. We could always ask the trombone player. Den Posaunisten? Oh nein, danke. Gut, jetzt muss ich einen Tisch für uns bestellen. Aber dafür brauche ich erst einmal eine Telefonnummer. I must make a reservation. But first, I need the number. Auskunft, kann ich Ihnen helfen? Guten Abend. Können Sie mir bitte die Nummer von einem Restaurant in München geben? Es heißt Augustinerhof und ist, glaube ich, in der Goethestraße.
Oh, Jane, haben Sie einen Stift? A pen? Oh, here. Die gewünschte Nummer ist 5981324. Okay. Also, 5981324. Augustinerhof, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern einen Tisch für 3 Personen bestellen. Für heute Abend Ja, für heute Abend. Wir kommen um 10. ein Tisch für 3 Personen um 10 Uhr. Ja. Ihr Name bitte? Bauer. Herr Bauer. Sehr gut. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Bis später. Okay, alles klar. Und jetzt rufe ich noch einmal Sonja an. Sonja? Stefan, bist du das? Ja, ich bin's. Also, wo essen wir? Ich habe jetzt schon Hunger. Essen wir im Augustinerhof? Ja, im Augustinerhof um 10. Und Christian? Kommt er mit? Christian kann heute nicht. Ah, dann sind wir nur zu dritt. Ja, Schade. aber wenn du willst, kann ich den Posaunisten mitbringen. Sonja? Sonja! What's happened? Sie hat aufgehängt, als ich gesagt habe, dass ich den Posaunisten mitbringen könnte. Vielleicht ist die Posaune kein beliebtes Instrument in Russland. Russia? Ja, Russland. Sorry, ich verstehe nicht. Sonja kommt aus Russland. Aus Russland? Well, she speaks very good German. Natürlich. Und damit sind wir auch schon am Ende von Lektion 9 angekommen. Yes, that's the end of Unit 9. Auf Wiederhören. Tschüss, Servus und bis bald. Lektion 9. Hallo und willkommen zu Lektion 9. Wenn Sie die letzten 8 Lektionen gehört haben, If you've heard the last 8 units dann kennen Sie schon die Geschichte von Jane und ihrer Reise nach München and her trip to Munich, zur 13. Internationalen Sportmesse. yes, if you've heard Units 1 to 8, then you know the story of Jane and her trip to Munich for the 13th International Sports Fair. Aber wenn Sie die Geschichte noch nicht kennen, dann können Sie jetzt eine Zusammenfassung hören. Listen now to a review. Eine Zusammenfassung der bisherigen Geschichte. A review of the story so far. Ja, hören Sie jetzt eine Zusammenfassung der bisherigen Geschichte. Jane Richardson arbeitet für eine englische Firma namens Champstyle. Diese Firma produziert Sporttrikots mit dem Werbeslogan »Sportlich im Trend, schick für Champions«. Champstyle tries to sell its sports shirts with the advertising slogan Trendy Inwear for Outdoor Champions. Well, that's the English version, which to me sounds very different from Sportlich im Trend, schick für Champions. Das ist natürlich richtig, aber die Werbeagentur wird schon einen guten Grund dafür haben. Oh, yes, I'm sure the advertising agency has a very good reason for that. Eigentlich ist es nicht unbedingt nötig. In fact, it's not absolutely necessary. Es ist nicht unbedingt nötig, dass Jane auf der Messe ist, It's not absolutely necessary for Jane to be at the fair, weil eine deutsche Firma sich um den Stand von Champstyle kümmert. because a German company is looking after the stand. Die Firma kümmert sich auch um Jane. The company is also looking after Jane. Die Person, die sich um Jane und um den Stand von Champstyle kümmert, heißt Stefan Bauer. The person taking care of Jane and the stand is called Stefan Bauer. Stefan hilft Jane auch, Deutsch zu lernen.
Stefan is also helping Jane to learn German. In dieser Lektion und in der nächsten wollen wir uns aufs Essen und Trinken konzentrieren. In this unit and the next, we're going to concentrate on food and drink In Cafés und Restaurants in Deutschland. in cafes and restaurants in Germany. Genauer gesagt wollen wir uns auf die Mahlzeiten konzentrieren, More precisely, we're going to concentrate on meal times, wie man in einem Restaurant einen Tisch bestellt, on how to book a table in a restaurant, wie man in Cafés und Restaurants Speisen und Getränke bestellt on how to order food and drink in cafes and restaurants, und wie man dafür bezahlt. and also how to pay for it. Ja, genau. Und jetzt nochmals And that introduction again. und jetzt nochmals diese Einführung, aber nur auf Deutsch. In dieser Lektion und in der nächsten wollen wir uns aufs Essen und Trinken in Cafés und Restaurants in Deutschland konzentrieren. Genauer gesagt wollen wir uns auf die Mahlzeiten konzentrieren, wie man in einem Restaurant einen Tisch bestellt, wie man in Cafés und Restaurants Speisen und Getränke bestellt und wie man dafür bezahlt. Erst hören wir uns aber die neuen Wörter und Ausdrücke an. Wie immer hören Sie die Vokabeln auf Deutsch, dann auf Englisch, danach wieder auf Deutsch und in der Pause wiederholen Sie sie bitte. Fangen wir an. Mich, Me, mich. Dich, you, dich. Nebenan, nearby or close by, nebenan. Laut, loud, noisy. laut. Listen also for the phrase, Kannst du mich verstehen? can you hear me? Kannst du mich verstehen? Another phrase to listen for is, Es ist ein bisschen schwer, it's a bit difficult dich zu verstehen. to understand you. In other words, it's a bit difficult to hear what you're saying. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Listen to those sentences again and repeat each one in the pause. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Kannst du mich verstehen? Und jetzt noch einmal die neuen Vokabeln. Bitte wiederholen Sie jedes Wort in der Pause. Laut. Dich. Nebenan. Mich. Und jetzt hören Sie den ersten Teil der Szene am Stand von Champstyle. Yes, it's now early evening on the second day of the sports fair, and in this first part of the scene, In diesem ersten Teil der Szene Stefan receives a call on his mobile. erhält Stefan einen Anruf auf seinem Handy. Mittwoch, 29. September, abends um 18:45 Uhr. Am Stand von Champstyle auf der 13. Internationalen Sportmesse in München. Hallo? Wie bitte? Ah, Sonja. Bist du das? Sonja, kannst du mich verstehen? Nein, nein. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Es ist sehr laut nebenan. So, Stefan has received a call on his mobile from Sonja. If you remember, Sonja is a friend of Stefan's. Sonja ist eine Freundin von Stefan. She's also a colleague of Stefan's. Ja, sie ist auch eine Kollegin von Stefan. At the sports fair, she's working for an Australian company. Genau. Sie arbeitet für eine australische Firma,
die Energiegetränke produziert. Anyway, Sonja has called Stefan Auf seinem Handy. on his mobile. It's a bit difficult for Stefan to hear what Sonja's saying because Es ist sehr laut nebenan. it's very noisy close by. Es ist sehr laut nebenan. Before Stefan finds somewhere quieter, we're going to concentrate on some of the language you heard just now. Did you notice 2 different words there for you? Here's the first one again. Hallo? Wie bitte? Ah, Sonja. Bist du das? When Stefan answers Sonja's phone call, he asks, "Is that you?" Bist du das? Listen and repeat. Bist du das? The second word for you is Dich. Es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen. the word Dich. is the direct object form of the word for you. Du. For example, I love you is. Ich liebe dich. We've also heard the direct object form of I, which is. Mich. Kannst du mich verstehen? So, the question, do you love me, in German is. Liebst du mich? We dealt with the problem of the formal and informal you in Unit 7. But because many English-speaking people tend to get confused about this when they meet people in Germany, Austria or Switzerland, it's worth spending a bit more time on this tricky question. Du oder sie, das ist die Frage, die große Frage. Yes, the big question is, when can I use the word du in German, and when should I stick to the more formal Sie? When Stefan talks to Sonja or Christian, because they're very good friends, he uses the familiar form and says du. Kannst du mich verstehen? Broadly speaking, this familiar form puts 2 people on the same footing. It's used by adults to children, adults and children to animals, amongst young people, and obviously between couples. In fact, use of the familiar form can signify quite an intimate breakthrough in adult relations. But use of this form can be unwelcome to the wrong person in the wrong situation, so it's often best to wait until invited to use it. If you're in any doubt, use Sie. And, by the way, you also use that Sie form if you're addressing more than one person you're not very familiar with. In a moment, you can hear the familiar you in context. But first, some examples of the more formal you before a verb, followed by the same examples with the familiar you. Sie sind. You are becomes Du bist. Sie haben. you have becomes Du hast. Sie verstehen. you understand becomes Du verstehst. Sie gehen. you go becomes Du gehst. Sie wollen. you want becomes. Du willst. Now listen to that familiar you in connection with some of those verbs again. But this time you'll hear each verb first with the I form Ich. and then with the you form. Listen carefully and you'll notice that the ich form and the du form do not sound the same. Ich habe, du hast. Ich will, du willst. Ich bin, du bist. Ich esse, du isst. Ich nehme, du nimmst. Ich gehe, du gehst. Ich helfe, du hilfst. Ich komme, du kommst. And now, listen out for some examples of the familiar do form in 3 conversations. First, a conversation between Susanna and her husband Wolfgang, who's trying to watch a football match. Dialog 1. Wolfgang, möchtest du etwas essen? Nein, danke. Wie bitte?
Du hast keinen Hunger? Nein. Na gut. Aber möchtest du etwas zu trinken? Nein, danke. Warum nicht? Ich habe keinen Durst. Wie bitte? Du hast keinen Durst. Nein. Ich verstehe das nicht. Du willst nichts zu essen Nein. und du willst nichts zu trinken. Nein. Bist du krank? Susanne, bitte. Wolfgang, du bist krank. Mein armer Wolfgang, du bist krank. Lass mich in Ruhe. Ich gucke Fußball. A conversation there between a husband and wife. And by the way, did you notice the new word, Gucken. which is a colloquial word meaning to look or to watch? Gucken. When you're in a more formal situation, you'd better use. Sehen. But when a husband is watching a football match on TV and is constantly being interrupted by his wife, he may very well say, Ich gucke Fußball. Still on the subject of the familiar you, there's also a familiar possessive form for your. For masculine and neuter nouns, the word for your is. Dein. Zum Beispiel dein Pass, dein Koffer, dein Hotel, dein Zimmer. For feminine nouns, the word for your is. Deine. Zum Beispiel deine Frau, deine Adresse. And for nouns in the plural, the word for your is also. Deine. Deine Briefe, deine Bücher, deine Kolleginnen. In this second dialogue, you'll hear 3 new words. Mama, Mummy, der Füller, pen, and der Taschenrechner. pocket calculator. Those words again. Der Füller, Mama, der Taschenrechner. You'll also hear some of the possessive forms of the familiar you. Another dialogue. It's between a mother and her young son, as she checks he has everything he needs before setting off to school. Dialog 2. Hast du deine Bücher? Ja, Mama, hier. Und dein Wörterbuch? Ja, Mama, hier. Und deinen Füller? Ja, Mama, hier. Und deinen Taschenrechner? Meinen Taschenrechner? Na klar, hier. Und dein Handy? Mein Handy? Oh nein. Ich habe mein Handy nicht dabei.